Hallo Leute, herzlich willkommen zu Teil 6 von Wer bin ich, wie mache ich Kohle, wie bin ich rangekommen. Ja, die vorherigen Teile habt ihr ja gesehen, mühsam war der Weg, aber jetzt geht es dann irgendwie auch ein bisschen aufwärts, weil ein Apartment von den ganzen Apartments hatte ich ja umgewandelt gehabt für möblierte Vermietung und da konnte man den Preis verdoppeln, sage ich jetzt mal, die Mieteinnahmen. Und das ging eine Zeit lang gut. Schöne Einnahmen, musste ich nicht viel tun. Aber dann hat er seinen Job erledigt gehabt in Köln und ist dann halt ausgezogen. Dann stand ich dann da, ne, hatte eine leere, voll ausgestattete Wohnung, die konnte ich jetzt nicht für normale Mieter zur Verfügung stellen. Und da habe ich mir gedacht gehabt, so okay, suchst du mal langfristig weiter, aber bin ich dann auf die Idee gekommen gehabt, diese Wohnung, die voll ausgestattete, in eine oder wochenweise, also in eine kurzfristige Vermietung umzuwandeln, also nicht langfristig, sondern kurzfristig. Und das haben wir dann mal gemacht gehabt, haben uns ja dann super Airbnb Dings gemacht, angemeldet und haben die mal so für wochenweise oder ja 4 Tage vermietet gehabt. Natürlich war ein höherer Preis gewesen. Damals waren das so, keine Ahnung, 40 Euro oder was haben wir gestartet oder waren es 50 Euro. Und ja, die Buchungen kamen dann so rein. Und da habe ich mir gedacht gehabt, so ja, ist ja alles schön und gut, ne? Tust du das Ganze mal auch noch auf Booking platzieren und da war da aber das Problem dabei gewesen gehabt, es bestand dann halt die Gefahr, dass Überbuchungen entstehen. Quasi wenn auf einer Plattform gebucht wird und in der anderen Plattform auch gebucht wird, dann hast du ein Apartment zweimal verbucht, ne? Also vermietet sozusagen, das geht nicht. Und ein bisschen schlau gemacht, ne? Dann habe ich ein Programm, es gibt da zig verschiedene Programme. Moment. So, da bin ich wieder. Es gibt zig Programme, was man so verwenden kann. Manche kosten sehr viel Geld, manche nicht so viel Geld. Und ich habe eines ganz Gutes gefunden. Da hatte ich eine Webseite drin gehabt und konnte dann die ganzen Buchungsplattformen in diese Webseite quasi mit einbinden. Und das war dann halt so die zentrale Stelle, quasi, wenn eine Buchung reinkam, wurde dann dieser Tag oder dieser Zeitraum blockiert und ja, wurde dann auch wieder zurückgeworfen, die Information, dass da jetzt gerade eine Buchung ist von den und den Zeitraum. War eine tolle Sache. Ich habe hab dann Airbnb gehabt, ich hatte Booking gehabt, Expedia gehabt. Welche gab es denn damals noch? Febo war noch dabei gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz viele Buchungsplattformen habe ich mich einfach angemeldet, habe dann ein Profil von dem Apartment gemacht und damit konnte ich dann nochmal von der Langzeitvermietung, habe ich ja schon verdoppelt gehabt und konnte das dann nochmal wiederum verdoppeln. Ne? Also Kurzzeitvermietung hat sich so richtig gelohnt und ja, als wir dann so richtig ausgebucht waren, so über mehrere Monate, haben wir dann auch angefangen, die Zeiträume von 4 Tage auf 3, 2, 1 sogar runterzugehen. So, wir haben sogar eine Tagesvermietung zugelassen. Natürlich mit einem höheren Preis, ne? Weil wir mussten ja jedes Mal dahin gehen, wir mussten ein Check-in machen, ein Check-out machen, wir mussten die Wohnung sauber machen. Wir hatten dann jedes Mal immer einen Kontakt mit jeweils einem Gast oder so, Gästen gehabt. Und das war einfach mehr Aufwand gewesen, was einen höheren Preis gerechtfertigt hatte für uns. Das war eine schöne Zeit. Dann haben wir auch schon so langsam das Gute ist ja, Köln hat zwar keinen Strand oder irgendwas, aber hat verdammt viele Sehenswürdigkeiten. Ne? Den Kölner Dom und keine Ahnung, Museen und hier und da. Was man viel besuchen kann, ist halt eine Touristenstadt an sich und auch eine Messestadt. Also ihr könnt euch vorstellen, dann kommen die Leute weltweit, wollen dann in diesem Zeitraum
zu dieser Messe ausstellen, Arbeiter, auch Gäste, die die Produkte dann von den Messen sehen wollen. Und das war einfach verdammt viel, sagen wir mal, Nachfrage gewesen in dieser Stadt, was richtig optimal ist für eine Kurzzeitvermietung. Und am liebsten hätte ich alle Apartments natürlich umgewandelt, aber das geht ja nicht. Ich habe die jetzt nicht rausgeschmissen. Ich habe immer darauf gewartet, bis einer rausgeht oder so. Die Zwei-Zimmer-Wohnung hat man dann Glück gehabt, dass der dann rausgegangen ist. Den haben wir dann auch komplett nochmal hergerichtet gehabt. Da konnte man natürlich mehr Gäste beherbergen. Da konnten dann halt so, ja, so, keine Ahnung, 4 Mädels rein oder so oder eine Familie rein. So in der Richtung, was normalerweise in dem Apartment 1+1 nicht so unbedingt geht, ne? War dann natürlich eine schöne Ergänzung zu dem Apartment an sich. Und dann hat man 2 Buden gehabt. Wir waren da ganz schön am Rotieren gewesen. Neben der regulären Arbeitszeit haben wir das natürlich gemacht. Das Schöne ist, bei meiner Firma, da gab es so flexible Arbeitszeiten. Man konnte früh anfangen, später anfangen, man konnte früh aufhören. Die Überstunden, die man hatte, die konnte man schön auch wieder abschmelzen lassen, sodass man eben später gekommen ist. Also es hat eigentlich wunderbar geklappt mit der regelmäßigen Arbeit dazu. Und wir haben dann richtig Kohle gescheffelt durch die Vermietung. Irgendwann hat man natürlich dann auch Bock gehabt. Da kam dann halt die Wohnraumsatzung noch raus von Köln. Und dann haben wir gesagt gehabt, so scheiße, wir können nicht expandieren. Aber was ging, wir hätten ein Haus quasi bauen können. Da hat man schon Pläne gemacht gehabt, ein Grundstück gefunden gehabt, was optimal ist, direkt an der Bahnhaltestelle. Auch direkt von der Bahnhaltestelle zur Messe und, oder zum Flughafen. Das war eine super Location gewesen. Da wollte man dann halt 3, 4 Stöcke hoch machen, ne, und dann halt jeweils Apartments oder 2+1 noch reintun. Ja, leider haben sich ja dann unsere Pläne geändert gehabt. Und die Kosten waren auch immens gewesen. Im Nachhinein, es schließt sich so langsam an das Erstvideo, was ich damals ausgestrahlt habe, so langsam an. Wir hatten ja die Pläne gehabt, zu Dänemark zu gehen und haben die ja dann verworfen, aus der politischen Situation von damals gesehen. Und zum Glück, sage ich jetzt mal, und sind dann halt, haben dann das Haus dann nicht gebaut. Wir haben, sind dann nicht nach Dänemark gefahren und sind dann nach Alanya gefahren. Aber wie man jetzt dann tatsächlich noch Geld gemacht hat, ne, lag dann auch daran, ich bin ja in 2017 in den Bitcoin zum höchsten Punkt quasi eingestiegen. Ne? Und der fiel dann zwar, ne, ich habe dann die Coins gehalten, habe dann aber immer wieder so, wo der auf 6.000 gefallen ist, habe ich dann immer wieder nachgekauft. Immer wieder nachgekauft. Der ging sogar noch weiter runter wie 6.000 und da haben wir dann nochmal rein. Wir hatten ja die Kohle gehabt, weißt du, und Investitionen gingen dann halt nicht so weiter. Also was sollten wir machen? Sparbuch ist auch kacke, Zinsen waren auch nicht mehr so toll. Ging ja immer weiter runter die Zinsen und haben dann natürlich in den Bitcoin reingeschubst. Ne? Da hat man dann, wie viele Coins hatten wir gehabt? So, wir hatten schon, weiß ich nicht. Wie viele Coins waren das? 4, 5 oder was? Ja, wir hatten dann irgendwie was mit 5 Coins zusammengespart gehabt. Und die waren ja locker flockig quasi zu erreichen. Ne? Und wann sind die Kurse? Die Kurse sind ja dann extrem hoch gestiegen. Ne? Also die sind ja bis zu $60.000 hochgegangen. Ihr könnt ja ausrechnen, wie viel Geld dann auf einmal zustande kam, alleine nur durch den Bitcoin. Ne? Man muss halt günstig einkaufen und dann teuer verkaufen. Ne? Und ich hatte das erste Mal, hatte ich dann halt mal durchgehalten, aber dann richtig auch investiert wieder, quasi in fallende Kurse gesetzt, also nicht gesetzt, sondern reingesteckt und dann den Zeitpunkt abgewartet, wenn er mal wieder nach oben geht und dann so langsam liquidieren. Ne? Und das war dann so ein Meilenstein gewesen, was einen Booster gegeben hat, kohletechnisch.
Da habe ich mal aus den Erfahrungen dann halt von damals dann gelernt, wo ich dann halt nicht unbedingt Niederlagen, aber nicht richtig agiert habe. Immer hoch eingestiegen und dann nicht billig eingekauft, großartig, sondern nur ein bisschen, um das Geld wieder rauszuholen. Aber diesmal haben wir es dann halt krachen lassen, ne? Und haben dann halt die 4, 5 Coins, müsste ich noch mal gucken, zusammengespart gehabt in niedrigen Phasen und haben die dann teuer verkauft. Wie wir danach Geld gemacht haben und vermehrt haben, kommt dann halt im nächsten Video. Ich will das Ganze jetzt mal nicht sprengen lassen und ja, seid gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Essen ist doch schon fertig. Wir hören uns, sehen uns. Bye, bye.